keine gute Stadt. Also ich habe nicht so richtig entwickelt. Also. Tag 10 unserer Mongolei-Reise. Heute geht es nach Ulaanbaatar und morgen in aller Frühe zurück nach Deutschland. Jungs, wie geht es euch? Ja, ganz gut, aber mittlerweile unsere Reise endet, also für mich wieder auch trauriger Moment. Also noch ein Tag ist geblieben, aber ja, so andererseits, ja, wir werden noch mal treffen irgendwann. Ja. Sonst das Wetter ist heute morgen sehr schön, also gestern war sehr windig. Wir fahren heute nach Ulaanbaatar. Ja, Mogi, kein Grund, traurig zu sein. Wir haben noch einen Tag und ein ganzes Leben vor uns. Ja, setz mal frische Luft einatmen, bevor es in die staubige Hauptstadt geht. Ich hoffe, es gibt keine Staublungen. Insofern freue ich mich auch auf die Hauptstadt und werden sicherlich dort auch noch eine tolle Zeit genießen können. Also, auf ans Steuer. Walte deines Amtes. Ja, okay. Şu yerde suğa anca soslarla bıraktın Karısının oğan kürüğüm dişli Kamerayla boyun büktü gece yetçüm Dalaşaka bunlara boka tarı ıstın Saydın dikik bir kubin Korosunan minnilim diye kombuk ödün kundur öttüp Gidip kıgın minnilim diye dostlar bari Dediği büstü adamları bir tabi katın cagınları atıp bunu beni Tüpük güç ve yanı göz kağıla tükür Armon bir geçinim oyununa kalsa koşulat Salpıcıdan bana çaldı devirden ki ömür Sudan ilk aşıp dörü buzu postan Benim diye kombuk ödün gündür öttüp Gidistek tügün benim diye dostlar bari Bütçüller doylansan ayver Zum Schnapskondensatoren. Keine gute Stadt. Also ich habe nicht so richtig entwickelt. Also. Viele die Orks, die sind hier umgezogen. Ah, der macht raus. Schau nicht. Macht raus, oder? Komm raus.
Wir sind in Ulaanbaatar nach einer etwas längeren Fahrerei und der Parkplatzsuche. Wow, was für ein Moloch die Stadt. Haben wir endlich einen Parkplatz gefunden und jetzt warten wir auf unser Mittagessen. Mugi, so schlimm wie Ulaanbaatar heute ist, haben wir das noch gar nicht erlebt. Ja, leider. Ulaanbaatar ist es letzte Zeit noch schlimmer geworden. Also die Einwohner, die Zahl steigt jedes Jahr, ja. Und die Bewohner, die leisten auch Autos, ja. Und wir haben auch eine Politik gehabt, um diese Stau zu reduzieren, ja. Und das war ein Tag, darf ein Auto nicht fahren, ja. Aber es gibt die Familie, die noch leisten können, kaufen noch zweites Auto, ja. Und das verursacht noch mehr Stau. Ja. Und deswegen sind wir heute zum Beispiel fährt eine Zahl, ungerade Zahl fährt nicht, aber trotzdem, also gab es Viel auch los. viel Losses, ja. Ja, auf jeden Fall ein gutes Terrain für Fahrschüler und Fahrschulen. Wer hier seinen Führerschein macht und erhält und erfolgreich abschließt, der kann Auto fahren, würde ich sagen. Zumindest einparken. Өмірі десем ұшу керілендем ал керек болса достар жүріп тапыла мен елімде көміп өтін күндіріп кездестік бүгін мен елімдегі достар бары күтшілер ойланы санайдар. Es ist Abend in Ulaanbaatar, wir sind beim Abschiedsessen. Mugi, vielleicht ein paar Worte von mir zum Abschluss der Reise. Wie jede Reise mit dir, es war wirklich sehr schön. Wir waren in der wilden Natur. Es hat Spaß gemacht. Für mich ist das ein 10-jähriges Jubiläum meiner Reisen in die Mongolei. 10-jähriges Jubiläum unserer Freundschaft. Ja, freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Was ich noch sagen kann, ist, dass wir sehen, wie Mongolei sich entwickelt, in gute und schlechte Richtung. Massentourismus ist auf dem Vormarsch, hat seine positiven und negative Seiten. Ich hoffe, dass die Zukunft von Mongolei im touristischen Sinne optimistisch wird. Ja, 10 Jahre kann ich nicht bieten. 10 Jahre kann ich nicht bieten, aber immerhin 9 Jahre. Und diese 9 Jahre reichen dazu, ein kleines Gedicht wieder vorzutragen über unsere Reise und diesen letzten Schmaus. Und so nennt sich das Gedicht einfach Schmaus. Ich fange mal an vorzutragen. In einer Spelunke, irgendwo im Land, da sitzen wir bei Wein und Tand. Die Steppe ruht im fernen Grau, drinnen funkelt's festlich, rot und blau. Der Tisch ist reich gedeckt mit Fleisch und Tee. Wir stoßen an und rufen Hurray! 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 Vom Ritt noch Staub auf Herz und Schuh, die Freundschaft macht die Reise zu. Ja, also das ist auch ein Dank an dich, selbstverständlich. Wieder eine tolle Reise gewesen, sehr abwechslungsreich. Ne? Ganz klar, der Norden wild und schön und tatsächlich tolle Landschaften. Schließe mich Alex an, stoppt den zu stark werdenden Tourismus und behaltet eure Ursprünglichkeit.
Und dann kommen wir gerne nochmal 9 oder 10 Jahre oder 19 Jahre oder wie auch immer häufig wieder hier zu dir zu Besuch. Und dann schauen wir, wie sich das Land weiterentwickelt. An der Stelle, danke Leute. Also ich bin so zufrieden. Also jedes Mal, wenn ich mit euch reise, also fühle ich sehr wohl. Also ich fühle mich mit meinen guten Freunden unterwegs. Also ich bin irgendwie ganz wohl. Also vielen Dank, also dass ihr jedes Mal bei mir besuchen und auch Mongolei-Entwicklung und Landschaft auch zusammen anschauen. Also vielen Dank. Lass uns darauf anstoßen, Mogi. Okay. Doch, toi. Doch, doch. Tag 11 und unser Abflug heute. Mogi, wir verabschieden uns von dir. Ja, leider. Aber keine Tränen. Keine Tränen. Ja, also wir haben uns natürlich bedankt, aber ich denke, wir müssen uns nochmal bedanken für die richtig tolle Reise bei dir. Du bist ein super toller Fahrer, du bist unser guter Freund in der Mongolei und es macht uns immer wieder Spaß, herzukommen. Lass dich drücken. Ja, genau, ja. Eine gute Reise wünsche ich euch noch. Ja. Über Stock und Stein hast du uns geführt und das Beste des Landes uns gezeigt. Immer mit guter Laune. Dafür bist du ja unser guter Freund. Dankeschön. Dann sehen wir uns bald wieder, hoffentlich. Ja, und gesund. Ja. Bleib gesund. Also vielen Dank alle beide. Also ihr seid für mich eine große Ehre, mit euch zusammen eine Reise durchführen. Also, ja. Jede Reise wir haben sehr viel Spaß gehabt. Also vielen Dank. Also ja, bleib gesund. Also und guten Flug wünsche ich euch. Ja. So. Bis zum nächsten Mal, Mogi. Bis zum nächsten Mal. Also, ja, genau. Gute Reise. Ciao, ciao. Ja. Gute Reise. Ja. Ciao, ciao. Ciao.